Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Praktisch alle deutsche Unternehmen nutzen die Cloud oder planen zumindest deren Einsatz. Fast die Hälfte verfolgt laut dem Digitalverband Bitkom sogar eine Cloud-First- oder Cloud-Only-Strategie. Viele würden ganz schneller vorankommen und mehr Workloads in die Cloud migrieren, doch auf diesem Weg gibt es natürlich auch einige Hürden. Wir werden gleich noch einmal darauf zurückkommen. Vor allem, wenn es um kritische Anwendungen wie SAP geht, spielt natürlich die Sicherheit eine große Rolle, zumal die gesetzlichen Anforderungen hier stetig steigen. Mit der Network and Information Security Directive NIS2 und dem geplanten Cyber Resilience Act CRA hat die Europäische Union zwei Gesetzesvorhaben auf den Weg gebracht, die Unternehmen zukünftig stärker haftbar machen werden, wenn Sicherheitslücken in ihren digitalen Infrastrukturen oder digitalen Produkten auftreten. In den kommenden 60 Minuten werden wir darüber sprechen, wie Sie SAP und andere kritische Workloads in die Cloud migrieren und dort sicher betreiben und auf allen Ebenen schützen können. Dazu begrüße ich ganz herzlich die heutigen Referenten. Es sind Christian Holsing, er ist Technical Account Manager bei Intel und er wird uns zeigen, wie Sie mit Confidential Computing Daten und virtuelle Maschinen bereits auf Hardware-Ebene vor fremden Zugriffen schützen können. Hallo Christian. Guten Morgen und auch ein Guten Willkommen Morgen. von meiner Seite. Ja, schön, dass du da bist. Der zweite Referent heute ist Friedrich Krey. Er ist Director SAP Market EMEA Central Region bei SUSE. Und von ihm erfahren wir, welche Rolle das Betriebssystem für die Sicherheit und Compliance von SAP-Umgebungen in der Cloud spielt. Hallo Fred. Guten Morgen, Thomas. Guten Morgen. Guten Morgen und alles Gute. Genau. Der dritte Referent heute ist Frederik Baudach. Er ist Senior Technical Specialist im EMEA Global Black Belt Team von Microsoft. Er demonstriert uns, wie Microsoft mit Sentinel for SAP on Azure für Sicherheit in der Cloud-Ebene sorgt. Hallo Frederik. Guten Morgen Thomas, hallo und willkommen zusammen. Ja, schön, dass wir alle zusammen sind. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, würde ich gerne noch einmal auf die Hürden zurückkommen, die ich anfangs angesprochen habe. Wir haben da eine Umfrage vorbereitet. Wir wüssten nämlich gerne von Ihnen, liebe Zuschauer, welche Probleme, welche Hürden sehen Sie denn auf dem Weg in die Cloud? Was hindert Sie daran, Workloads oder mehr Workloads in die Cloud zu migrieren? Sie können uns natürlich auch Fragen stellen. Sie finden dazu ein Eingabefeld in der Webcast-Konsole. Sollten wir Ihre Frage nicht sofort beantworten, haben Sie bitte etwas Geduld. Wir haben gegen Ende der Sendung Zeit für eine Frage- und Antwortrunde eingeplant und werden spätestens dann auf Ihre Frage zurückkommen. Sie können sich im Übrigen auch die Präsentation herunterladen. Sie finden sie im Bereich Download, ebenfalls in der Webcast-Konsole. Außerdem können Sie sich diesen Webcast auch im Nachhinein noch einmal ansehen oder ihn einen Kollegen, Geschäftspartner, Kunden empfehlen. Die Aufzeichnung wird in den kommenden Tagen zur Verfügung gestellt werden. Christian, aktuell geht es ja vielen Firmen wirtschaftlich nicht so gut. Wie ist das aus deiner Sicht? Behindert das die Cloud Adoption eher oder fördert es sie sogar? Ich glaube, das ist generell eher schwierig zu sagen, hängt, glaube ich, sehr vom Unternehmen ab. Aber dadurch, dass ich in der Cloud eben Shared Resources nutzen kann als Grundidee, denke ich, ist es für viele Unternehmen auch weiterhin ein interessanter Weg, sich die Cloud anzuschauen und eben auch zu überlegen, kann ich da eben die Ressourcen nutzen und meine IT-Spendings, meine IT-Kosten darüber also weiter optimieren. Ja, es ist ja immer, also wenn man sich auch die Umfragen zur Cloud-Nutzung oder zu den Gründen für und gegen Cloud anschaut, dann hat man eigentlich immer beide Seiten. Ne? Also die Kosten sind einmal natürlich ein Argument für die Cloud, sie können aber eben auch, und wir werden es gleich sehen in unserer Umfrage, auch ein Argument gegen die Cloud sein, weil ich habe natürlich am Anfang einen Upfront-Invest, ich muss womöglich Leute einstellen, ich muss neue Prozesse aufbauen. Und wenn die Nutzung sehr stark steigt, dann kann natürlich auch das Kostenproblem auftreten. Und bei der Sicherheit ist es ganz ähnlich. Also viele sagen, Sicherheit in der Cloud ist besser, als dass ich das jemals bei mir im eigenen Rechenzentrum machen könnte. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch die Frage, ja, wie sicher sind meine Daten in der Cloud? Wir schauen uns mal die Ergebnisse der Umfrage an. Da haben wir nämlich genau diese Aspekte. Also Kosten spielt tatsächlich für fast die Hälfte unserer Zuschauer eine Rolle. Das Hauptthema ist in der Tat, sind Sicherheitsbedenken. Genau das ist ja das, was wir heute uns auch anschauen werden. Und wir hoffen, wir können diese Sicherheitsbedenken ausräumen und zeigen, wie man
wie man seine Workloads wirklich sicher in der Cloud betreiben kann und welche Strategien da man nutzen kann. Datenschutz geht genau in die gleiche Richtung und regulatorische Vorgaben auch. Also diese 3 Aspekte werden wir heute auf jeden Fall uns genauer ansehen. Fehlendes Personal, keine Zeit, hatte ich auch so erwartet, oder Christian? Es ist halt einfach, wir reden ständig über Fachkräftemangel. Ich glaube, letztes Jahr waren 40.000 IT-Stellen, konnten in Deutschland nicht besetzt werden. Wie ist das eigentlich bei Intel? Also ihr seid natürlich sehr attraktiv als Arbeitgeber, aber sucht ihr auch händeringend Leute oder ist es da, sagt, nee, also wir können uns vor Bewerbungen nicht retten? Also das ist jetzt eine Frage, die ich da gar nicht so sehr beantworten kann, weil ich da einfach ein bisschen zu weit weg bin. Aber in deinem Team sind da Stellen offen oder ist da alles? Also sicherlich sind da Stellen offen, weil es geht uns natürlich ähnlich wie jedem Unternehmen. So Themen wie AI sind extrem wichtig. Da suchen auch wir händeringend Leute. Ja, im Open-Source-Umfeld machen wir viel. Da gab es letztes Jahr auf der Intel Innovation einiges an Ankündigungen. Also da tut sich gerade eine Menge und ja, von daher ist es sicherlich auch bei uns ein gemischtes Bild. Es gibt Bereiche, wo wir sicherlich auch die Fachkräfte suchen. Es gibt Bereiche, wo wir flat sind. Also ich glaube, das geht uns da ähnlich wie den anderen beiden Unternehmen auch. Okay, dann will ich jetzt dich nicht weiter davon abhalten, uns zu erklären, was Confidential Computing ist und wie man damit seine Daten und seine virtuellen Maschinen schützen kann. Gut. Vielen Dank, Thomas. Dann würde ich jetzt einfach mal von hier das Thema übernehmen und einfach an das nochmal anknüpfen, was der Thomas eben auch gesagt hat in seiner Anmoderation. Also wenn wir Stand heute mit unseren Kunden, mit unseren Partnern reden, dann sehen wir eben das, was wir in der Umfrage als Ergebnis gesehen haben, auch. Letztlich ist die Cloud eine virtuelle Maschine oder ein Computer, der in einem Rechenzentrum von einem Anbieter steht. Und in der Umfrage kam ja eben auch schon der Punkt hoch, dass sicherlich einer der Punkte, über eine Cloud-Migration nachzudenken, die Fachkräfte sind. Auch da habe ich Economy of Scale, also kann halt auf Fachpersonal zurückgreifen, das mir der Dienstleister anbietet. Es bedeutet im Umkehrschluss natürlich aber auch, dass ich weniger Kontrolle über die Systeme habe, über die Virtualisierung, über den Schutz meiner Daten letztlich auch. Und das ist eben was wir aus einer Hardware-Sicht als Intel versuchen, über die Confidential Computing Initiative zu adressieren, dass wir eben Ihnen als Kunden und unseren Partnern sagen können, letztlich sind die Daten, meine Workloads, mein Compute, den ich in die Cloud und in naher Zukunft auch in meinem eigenen Rechenzentrum betreiben kann oder in einem Rechenzentrum von einem Dienstleister nochmal zusätzlich geschützt, sodass eben das Personal vom Dienstleister, vom CSP, vom Cloud Service Provider letztlich auch mit im Linux-Umfeld Root-Rechten oder Administratorenrechten im Windows-Umfeld eben nicht auf die im Zweifelsfall Daten, die in meiner virtuellen Maschine und damit im Memory der Maschine verarbeitet werden, zugreifen können oder eben auf der CPU. Darum geht es letztlich vom Konzept her. Und wie Thomas in der Anmoderation noch schon gesagt hat und Fred und Frederik auch nochmal gleich ausführen werden, sind die Regulatorien steigen. Es wird immer wichtiger, wirklich auch nachzuweisen unter NIS 2, dass ich eben alles getan habe und meine Prozesse, meine Systeme zertifiziert sind, sodass ich da eben diesen, im Amerikanischen sagt man, Peace of Mind habe, um letztlich sicherzugehen, dass meine Daten in der Cloud bestmöglich geschützt sind und eben auch meine IP, weil wenn wir hier über SAP reden, dann verlagere ich die Kronjuwelen eigentlich in ein System, was ich nur zum Teil im Zweifelsfall kontrollieren kann und wo ich mich dann darauf verlassen muss, dass die Daten entsprechend geschützt sind, dass ich keine Ransomware-Attacken und solche Dinge, wie Frederik nachher ausführen wird, auf meinen Systemen sehe. Also das wird mäßig komplex und kompliziert alles.
Wenn ich mir jetzt das Confidential Computing einfach nochmal anschaue und eigentlich die 3 Teilbereiche von Security im Computing-Umfeld mir anschaue, dann haben wir seit längerer Zeit, seit vielen Jahren, eigentlich Lösungen für Data at Rest. Also wie speichere ich meine Daten sicher ab? Da gibt es Encryption, also Verschlüsselungstechnologien auf den entsprechenden Storage Devices. Das ist seit längerer Zeit ausgereift und verfügbar. Und wir haben eben auch die Network Encryption. Das heißt, die Daten, die von einem Node zu einem anderen transferiert werden, werden verschlüsselt über TLS. Beispielsweise, sei es E-Mail, sei es FTP-Daten. Dafür haben wir eine Lösung, wofür wir aber jetzt zu einer Lösung kommen und worum es eben heute geht, ist Confidential Computing. Nämlich, wenn ich über virtualisierte Umgebungen nachdenke, zu sagen, dass die Daten, die verarbeitet werden, tatsächlich auch nochmal geschützt sind. Ja, und ich denke, wir alle erinnern uns zurück an Side-Channel-Attacks und solchen Dingen, wo ich eben in virtualisierten Umgebungen sicher gehen möchte als Endkunde, der sich eine VM mietet, dass meine Daten da auch sicher sind und eine saubere Abgrenzung zwischen den verschiedenen virtuellen Maschinen auch verfügbar ist. Eine Frage, Entschuldigung, eine Frage Ja. dazu, Christian. Welchen Einfluss hat Confidential Computing auf die Performance? Also dadurch, dass das Ganze in der Hardware ist dieser Performance Impact sehr, sehr minimal. Also das, was wir jetzt gesehen haben mit den Tests, mit Hypervisern, ist es wirklich in den meisten Fällen vernachlässigbar. Mhm. Ja. Also ich kann nachher springen gerne bitte nochmal rein, Thomas, bei den eher technischen Seiten mit Verschlüsselung, dann wird es vielleicht ein bisschen klarer. Aber das Ganze ist halt in Hardware gegossen und wird auf den Chips ausgeführt. Und von daher ist es wirklich, reden wir mal ein paar Prozent, niedriger einstelliger Bereich. Okay. Gut. Wir sind im Security-Umfeld, also aus einer Intel-Sicht fokussieren wir uns oder sehen wir eine große Nachfrage eigentlich in den 5 Industries, die hier in der ersten Reihe dargestellt sind. Also Gesundheitswesen, ich glaube, das ist relativ offensichtlich, dass jeder von uns seine Patientendaten geschützt haben möchte, egal wo sie verarbeitet werden. Da gibt es auch ein paar interessante Reference-Stories und Use-Cases, die wir seit längerer Zeit schon haben. Financial Services, also alles, was Banking angeht. Retail ist ein Punkt, wo wir Confidential Computing Use Cases sehen. Dann haben wir Government, also alles, was staatliche Institutionen angeht und Industrial und Edge, wo wir dann eben ganz schnell über Sicherheit meiner Daten, Sicherheit von meiner IP auch reden. Ja, und das sind eben die 5 Bereiche, wo wir die Anwendung dann noch sehen. Analytics, wo ich eben mit mehreren Personen an den Daten gemeinsam arbeite. Confidential AI, da geht es dann halt wirklich auch darum, kann ich eigentlich meine eigenen Modelle, die ich trainiert habe, wo meine IP drin ist, schützen, um darüber einen Vorteil gegenüber meinen Marktbegleitern zu haben. Schutz von Privatsphäre, ganz klar, im Bereich von Verarbeitung oder Blockchain-Daten zum Beispiel und eben das ganze Thema Software-IP und Data-IP, was wir im weitesten Sinne ja hier auch im SAP-Umfeld mitsehen. Um das Ganze mal ein bisschen anzureichern mit einem Kundenbeispiel. Wir haben hier ein relativ simples Beispiel von der Novartis, wo es schlichtweg darum geht, in einem zentralisierten System Patientendaten zu verarbeiten und die entsprechenden Krankenhäuser haben hier eine lokale Infrastruktur und wie eben schon gesagt, die Patientendaten sind definitiv personenbezogene Daten, das unterliegt besonderem Schutz, eben auch, dass hier um Krankheitsdaten geht und das ist eben den Use Case, den wir seit längerer Zeit schon sehen. Das hier ist jetzt ein älteres Confidential Computing Beispiel. Das ordne ich gleich nochmal ein.
um Ihnen einfach auch mal ein Gefühl dafür zu geben, über welche Use Cases, über welchen Kontext reden wir eigentlich. Christian, eine Frage dazu, weil du sagst, älteres Beispiel, seit wann ist Confidential Computing, seit welcher Generation ist es verfügbar? Oder? Also es gibt, komme ich gleich nochmal dazu, Thomas, es gibt zwei unterschiedliche Technologien, die wir von der Intel-Seite auf dem Chip hier darstellen. Gib mir 2-3 Minuten zu der Folie, dann wird das vielleicht ein bisschen klarer, aber es ist schon so eine Größenordnung vor 5 Jahren verfügbar. Okay. So, wenn wir jetzt über die Grundfunktionen von Confidential Computing reden, worum geht es eigentlich auf einer technischen Sichtweise, dann habe ich das meiste davon eben schon mal angesprochen. Ganz konkret geht es um die Isolation von Workloads innerhalb von einer Entity von einer virtuellen Maschine. Weil ich teile mir ein Stück Hardware, es passiert auf der CPU im Memory einiges und ich möchte halt diese unterschiedlichen in der Cloud Kundensysteme oder unterschiedliche Workloads sauber voneinander isolieren. Das ist ein Fokus von Confidential Computing. Dann geht es um Encryption und Control. Das ist vielleicht recht gut zu erklären, wenn ich zurück zu dem AI-Thema vorhin komme. Ich habe ein Modell, ich mache eine Inference mit diesem Modell auf meinen Daten. Ich habe eine spezielle IP drin und ich möchte das zusätzlich eben schützen und sicherstellen, dass diese Algorithmen sauber verschlüsselt sind oder dass ich eben nur Daten entschlüssel, wenn ich sicherstellen kann, dass mein System auch integer ist und das wirklich nach allen Regeln der Kunst dann abgesichert ist. Also da gibt es verschiedene Use Cases in dem Bereich und ganz wichtig ist eben in diesem Kontext auch die Verification oder Attestation, dass ich eben über diesen Confidential Computing Ansatz sagen kann, ich habe eine Möglichkeit als Endkunde bei meinem Cloud Service Provider oder meinem Service Provider oder eben auch in meinem Data Center zu verifizieren, dass die Maschine beispielsweise die richtigen Chipsätze hat, dass die Firmware entsprechend drauf ist und abgedatet worden ist. Da gibt es also einiges an Diskussionen, die ich jetzt gerade mit meinen Kunden führe, wo es halt auch wirklich darum geht zu gucken, wie weit kann ich das bringen. Kann ich zum Beispiel mit einer SUSE hergehen und sagen, ich habe eine Zertifizierung und eine Validierung auch des gesamten OS und kann das Ganze eben über die Hardware heraus fassen und dann ein Value machen. Das sind halt Diskussionen, die gerade laufen und über die wir reden. Aber das sind die 3 Focus Areas, die wir in dem Confidential Computing im Moment sehen und angehen. Es gibt eine Frage dazu, Christian. Welche Möglichkeiten seht ihr mit Confidential Computing, die Forderung nach Encryption at Use aus DORA, RTS, RMF, Artikel 6 zu erfüllen? Mir sagt das jetzt nichts, aber vielleicht sagt dir das was? Nee, mir sagt es leider auch gerade nichts. Ich würde das gerne mitnehmen und per E-Mail beantworten. Gut. Wenn das, ich hätte auch noch eine Frage dazu, und zwar, wie schwierig ist es denn für Softwareentwickler, Confidential Computing in ihre Programme zu übernehmen? Du musst ja die Software entsprechend programmiert sein, damit man das nutzen kann, oder? Du gibst mir eine wundervolle Überleitung, um deine Frage von vorhin zu beantworten. War nicht abgesprochen. Das ein bisschen aufzulösen, was ich vor ein paar Minuten gesagt hatte. Wir haben von der Intel-Seite im Moment 2 Technologien, über die wir bei Confidential Computing reden. Die Technologie, die es seit einiger Zeit im Markt gibt, das ist die auf der rechten Seite, das ist SGX. Was SGX letztlich tut, und da kommen wir genau zu der Frage, die Thomas gerade gestellt hat, ist, ich nehme einen Teil meines Algorithmus und schiebe diesen Teil in eine Security-Enklave, wo der ausgeführt wird. Und dafür brauche ich als Softwareentwickler einen Wrapper, da stellen wir einiges an Open-Source-Toolkits zur Verfügung, um den Code in diese Security-Enklave zu tun. Da muss ich also aktiv als Softwareentwickler was tun, um SGX zu nutzen. Und der Schritt, den wir jetzt machen und der jetzt relativ neu im Markt ist, ist Intel TDX, Trusted Domain Execution.
Und da passiert das Ganze auf Basis von einer kompletten virtuellen Maschine. Was bedeutet, ich muss an der Stelle als Entwickler, als Endkunde gar nicht mehr tun, als eine Confidential VM anzufordern und auf meinem Hypervisor zu erzeugen. Und ab da läuft für den Endkunden die Software, also im SAP-Umfeld, muss die SAP nichts tun, wenn ich da AI-Modelle drin laufen lassen möchte oder Pakete von der SUSE, dann ist da weiter nichts zu tun. Ich muss halt, und da komme ich später nochmal drauf, sicherstellen, dass das Betriebssystem die TDX-Patches hat und das unterstützt. Aber aus einer reinen Software-Sicht muss ich als Entwickler im TDX nichts mehr tun, wenn ich im SGX eben diesen Wrapper benutze, um spezielle Teile meines Codes darüber zu bringen. Ja, und das Ganze, da gibt es auch Initiativen, das habe ich jetzt in den Folien gar nicht drin, wo es um Confidential Container geht, wo also die Sachen nochmal kombiniert werden, aber das ist dann vielleicht auch nochmal ein Follow-up-Diskussion, das führt jetzt ein bisschen zu weit. Ja, also wie gesagt, TDX basiert alles auf einer kompletten virtuellen Maschine. Und ich kann das als Kunde sehr einfach einsetzen, wenn die entsprechende Hardware mir diese Confidential Computing Funktion zur Verfügung stellt. Oder mein CSP. So, wenn wir uns das Ganze angucken von der Confidential Computing Architektur, dann sind wir da von der Intel-Sicht sehr breit aufgestellt. Wir arbeiten hier sehr eng im SAP-Kontext mit der SUSE zusammen. Ich gehe auch mal davon aus, dass da am Donnerstag noch ein Announcement von der SUSE kommt. Das kann ich jetzt noch nicht so ganz vorwegnehmen. Es geht aber eben, wie gesagt, letztlich darum, ich habe meine Confidential VM mit einem kompatiblen Operating System, einem Guest OS. Und das ist bei der SUSE SLES 15 SP5 in der Standard- und in der SAP-Ausprägung. Ich brauche einen kompatiblen Hypervisor. Da sind unsere Kollegen von Microsoft Azure in der entsprechenden Preview. Sagt Frederik sicherlich nachher nochmal was dazu. Also ich kann mit diesem Stack-Stand heute das Ganze auf Azure schon benutzen. Und dann gibt es eben die Attestation Services drumherum. Also wie validiere ich meine VM, dass darin alles okay ist. Und die Key Management Services sind auch verfügbar. Da gibt es also, wie gesagt, unterschiedliche Use Cases, die sind ausgeführt in der Dokumentation auf den Intel-Seiten. Jetzt hatten wir vorhin die Frage, was muss ich eigentlich machen? Und ich hoffe, ich schrecke jetzt niemanden mit einer sehr technischen Folie. Also ich kann kein sehr altes Betriebssystem dafür nehmen, weil ich muss für TDX ein paar Dinge im Betriebssystem machen. Deswegen auch das Requirement auf SLES 15 SP5. Und zwar gibt es einen eigenen Device-Driver für TDX, der im Enablement drin ist, neben einigen Kernel-Patches, die da in den Kernel aufgenommen werden müssen. Und letztlich habe ich eben die Möglichkeit, es gibt einen Attestation Agent, der innerhalb dieser VM läuft und der kommuniziert mit einer Security-Funktion auf dem Bare Metal, um eben, wie gesagt, einzusammeln, was habe ich für eine CPU, ist meine SGX-Enklave okay und all diese Dinge. Und das geht dann zu einem Service mit einer Quote und die wird dann verarbeitet und auf Basis dieser Quote kann ich dann weitere Dinge in einem Confidential Computing Umfeld machen, wie Frederik sie nachher auch noch mit ansprechen wird. Aber da kann ich eben letztlich automatisieren, dass wenn eine Maschine inkonsistent ist im HANA-Umfeld, ich einen Failover initiiere oder solche Dinge. Da sind wir aber auch im Moment in den Diskussionen mit der SUSE, was da Sinn macht. Also wenn ich das recht verstanden habe, Entschuldigung, ich kann einen Failover konfigurieren zwischen Trusted Environments, also dass beide Nodes oder Cluster, wie auch immer. Genau, du kannst das in die Richtung, kannst du halt gehen, wenn du halt sagst, ich habe eine confidential virtuelle Maschine, ich fahre die HANA in einem Cluster und einer dieser Nodes hat ein Attestation-Problem und wird gefleckt als insecure, dann könnte ich hergehen und sagen, ich trigger jetzt einen Failover
Da sind wir am gucken, was da jetzt Sinn macht und was wir an Automatisierung machen. Das ist ein Future Statement, das ist noch nicht da. Aber in diese Richtung geht es natürlich, wobei es da spannend wird, wie viel Automatisierung bringe ich jetzt rein in so ein Thema und wie viel lasse ich den Admin eigentlich entscheiden. Mhm. Ja. Die Folie fasst es nochmal zusammen und dann bin ich auch gleich durch mit meinem Teil. Wenn ich mir also das anschaue und überlege, als Nutzer von Infrastruktur, wie weit ist eigentlich mein Trust in dem System, dann habe ich ohne Confidential Computing, muss ich meinem Dienstleister oder meinem eigenen Data Center komplett vertrauen. Ja, also die haben von vorne bis hinten komplett Zugriff auf die Daten und das ist mein kompletter Dienstleister. Wenn ich das Ganze mit TDX mache, dann ist die virtuelle Maschine und alles, was in der virtuellen Maschine läuft, zusätzlich verschlüsselt. Das sind Keys, die eben auf der Hardware generiert werden. Und das macht dann auch einen Failover oder eine Bewegung von virtuellen Maschinen, also eine Live-Migration. Tricky, das kommt in einem der nächsten TDX-Versionen. Das sind Dinge, an denen wir gerade arbeiten. Und wenn ich über SGX nachdenke, als Unterscheidung, dann habe ich halt hier eben meine Daten, die in dieser Security-Enklave laufen. Und ich muss dann nur noch dieser Security-Enklave letztlich vertrauen. Gut. Entschuldigung, noch eine Frage dazu. Was sind jetzt die Hauptvorteile von TDX im Vergleich zur SGX? Also dass ich nicht programmieren muss, oder? Sondern dass ich... Genau, die Hauptvorteile von TDX ist, dass es halt innerhalb der VM läuft. Ich muss an meinen Anwendungen gar nichts machen. Und ich habe halt einen größeren Attestation Scope. Bei SGX ist es eben so, dass ich an meinem Code was anfassen muss und da eben durchaus mehr Aufwände habe. Ja, das sind halt beide Technologien. TDX nutzt auch einen Teil von SGX, also diese Quote, über die ich vorhin gesprochen habe, läuft über die SGX-Enklave. Das ist also weiterhin da und wird genutzt. Aber wenn man ganz paranoid ist, dann würde man SGX nehmen, weil da muss man am wenigsten Vertrauen haben. Genau, da könnte man halt, ja, aber das ist dann eben eine Frage des Aufwandes und ja, ich würde mal behaupten, dass für die meisten Kunden es durchaus sinnvoll ist, zu sagen, in dem SAP-Kontext, ich nehme mein SAP, bringe das in eine Confidential VM und kann mir sicher sein, dass ich dadurch einen guten Schutz dieser VM habe. Gut, herzlichen Dank, Christian. Bevor wir jetzt zum Vortrag von Fred kommen, wüssten wir gerne von Ihnen, liebe Zuschauer, ich hatte es ja eingangs erwähnt und Christian hat es auch nochmal angesprochen, es gibt ja diese Gesetzesvorhaben NIS 2 und den Cyber Resilience Act. Fühlen Sie sich da schon gut vorbereitet? Haben Sie Vorbereitungen getroffen? Schauen Sie sich das an oder sagen Sie, nee, geh mir weg damit, ich habe andere Probleme? Das wüssten wir gerne von Ihnen. Fred, solche gesetzlichen Anforderungen, welche Rolle spielen die denn bei Investitionsentscheidungen wirklich? Also als erstes mal, jetzt kennen wir das Thema NIS 2 Direktive. Die European Union arbeitet am Cyber Resilience Act. Fakt ist, dass bis zum Ende nächsten Jahres das auf Ländergesetz runtergebrochen werden soll. Das heißt, damit wird ein gewisser Rahmen erstmal geschaffen. Für uns als Softwarehersteller ergibt sich natürlich dann die Anforderung, Zertifizierungen zu erlangen. Ja? Und zwar vielleicht von Behörden oder von Institutionen, die sowas dann abprüfen können, dass sozusagen gesetzliche Rahmenbedingungen in Form von Zertifizierungen abgebildet werden. Und seht ihr das eher, also ist das tatsächlich ein Wettbewerbsvorteil dann, wenn ich demonstrieren kann? Oder sagst du, das ist lästige Pflicht, wenn man es halt machen muss? Es ist natürlich wichtig, erstmal für den End-User. Ja. Und deshalb wird der End-User erstmal natürlich, derjenige, der es einsetzt, erstmal natürlich danach schauen, wer hält denn so eine Zertifizierung. Ja? Von daher könnte man es sehr sicherlich als Wettbewerbsvorteil bezeichnen. Ja, das kann sein, ja. Wichtig ist dann, dass solche eine Lösung dann eine Zertifizierung erhält.
Wichtig ist aber, wenn dann so eine Zertifizierung da ist und wenn auch eine gesetzliche Vorgabe da ist, dass spezifische Fragen, wie wir das vorher gehört haben, dann doch wirklich im 1:1 im Hersteller vorher abgestimmt werden, weil natürlich die Unternehmenssituationen in der Regel immer unterschiedlich sind. Und deshalb würde ich hier empfehlen, auf jeden Fall immer, wenn man eine gesetzliche Vorgabe umsetzen möchte mit irgendeiner Lösung, das gilt für alle Lösungen am Markt, sage ich mal. Ja? Und mir ist aber eine gewisse Regelung besonders wichtig, dass man das im 1:1 mit den jeweiligen Herstellern abstimmt. Ist das aus deiner Sicht abgesichert sozusagen? Ja? Okay. Ich würde mich da nicht ich würde mich nicht darauf verlassen, ich habe die Zertifizierung und dann habe ich das auf jeden Fall abgesichert. Nein, ich würde auf jeden Fall nochmal schauen, was sind die Anforderungen an mich und mir das dann nochmal spezielle wichtige Fragestellungen dann im 1:1 mit dem Hersteller ab. Schauen wir uns mal die Umfrageergebnisse an. Die sind nämlich gerade unter dem Aspekt sehr interessant, weil nämlich fast die Hälfte, 42% der Zuschauer sagen, sie wissen es nicht. Und das finde ich sehr problematisch, weil das ja bedeutet, dass im Unternehmen offensichtlich die Kommunikation darüber, ja, welche Auswirkungen das hat ja Auswirkungen auf alle, also nicht nur auf die IT-Abteilung, sondern auch auf das Handeln der Buchhaltung, auf das Handeln des Vertriebs. Alle müssen ja hier konform sich sicher verhalten. Es geht ja auch um, also man denke an die vielen Phishing-Attacken, die vielen Ransomware-Attacken. Das sind ja oft gerade Menschen diejenigen, die angegriffen werden oder der menschliche Faktor, der angegriffen wird. Und wenn dann die meisten gar nicht wissen, was da eigentlich passiert im Unternehmen, halte ich das für problematisch. Seht ihr das auch so? Vielleicht, ja, Frederik, was ist deine Einschätzung? Ja, wir haben ja immer das Thema, dass ja gerade im Bereich der Risikohaftung oder beziehungsweise auch man schauen muss, ist es ein bekanntes Risiko, kann man es irgendwie entsprechend bewerten, ja, und dann natürlich auch entsprechend die Vorbereitung dazu treffen. Und wir haben natürlich auch gerade Kunden, die in Segmenten tätig sind, wo das sehr, sehr gefordert ist und auch sehr getrieben wird, sage ich mal. Aber es gibt natürlich auch die Kunden in Bereichen, die da nicht so aktiv sind, weil es einfach vielleicht auch noch keinen Grund dafür gibt oder sie einfach nicht betrifft, wie man ja jetzt hier auch schon teilweise sieht, oder weil eben noch große Ratlosigkeit herrscht. Ja, also wir werden das vielleicht, ich weiß nicht, ob Fred da noch darauf eingeht, durch diese Lieferkettensicherheit, die zum Beispiel die NIS2 fordert, sind nämlich viel mehr Unternehmen betroffen, als man zunächst denkt. Zunächst geht es ja nur um kritische Infrastrukturen, da denken viele, ja, das betrifft mich nicht. Tatsächlich muss aber der Betreiber einer kritischen Infrastruktur nachweisen, dass alle seine Lieferanten auch sich an diese Vorschriften halten. Und deshalb wird das sehr schnell nach unten durchsickern. Und du kriegst dann plötzlich von deinem Kunden eben die Anforderungen, weis mir doch mal nach, dass du eine SBOM hast, dass du BSI-zertifiziert bist, dass du und so weiter sicher bist. Ne? Das wird auf jeden Fall kommen. Dann übergebe ich jetzt an Fred. Ich wäre dir dankbar, wenn du so in 15 Minuten durch wärst, weil wir ein bisschen hinter der Zeit sind. Ich gebe mein Bestes. Gut, herzlichen Dank. Also die 3 Ebenen moderne IT-Sicherheit, Sicherheit und Compliance. SAP Security ist das Thema. NIS2 ganz kurz. Ich gehe davon aus, dass sich jeder da schlau macht, was NIS2 ist. Ich gehe kurz auf BSI-Zertifizierung ein und die Strategie eben für den SAP-Sicherheit eben auf Azure. Ganz kurz zum Thema SUSE und SAP. Wir arbeiten hier schon sehr lange, sehr eng zusammen, um genau zu sein, seit 1999. Ist SUSE die Entwicklungsplattform für SAP-Systeme seit 2008 für die HANA. Und das bedeutet, dass auch hier natürlich heute entsprechend hohe Sicherheitsanforderungen erfüllt werden müssen. Vor circa 3 Jahren wurde SUSE SAP Endorsed App. Und in diesem Schritt mussten wir eine ungefähr 4-monatige Sicherheitszertifizierung unseres Quellcodes durchlaufen. Also hier haben wir sozusagen zum Thema Sicherheit damals den ersten Schritt gemacht, neben vielen anderen Schritten davor. Aber das war jetzt, sage ich mal, ein Schritt im SAP-Kontext. 90% aller SAP auf Linux-Deployment.
auf Azure sind SUSE. Und wenn eben SAP auf Linux deployed wird. Und hier ist anzumerken, dass wir für Azure ein vorgehärtetes Image auf der Azure-Plattform zur Verfügung stellen. Das heißt, wir bauen da schon einen gewissen Härtungsstandard ein, um eben einfach auch dann Teil wichtiger Teil eben dann der Sicherheitsarchitektur zu sein. 80% aller HANA-Installationen weltweit basieren auf SUSE, 100% der Business One Deployments, die HANA nutzen, basieren auf der SUSE Linux-Plattform. Und wir haben entsprechend viele SAP S/4HANA Implementation Case Studies. Und wir sind sehr stolz darauf, denn wir selber sind auch eine. Ja? Das heißt, wir haben auch SAP S/4HANA bei uns eingeführt. Und damit haben wir natürlich einen guten Kontext der Herausforderungen, die die Kunden haben, weil wir eben selber auch SAP S/4HANA im Betrieb haben und wissen eben, dass auch Sicherheit ein sehr wichtiges Thema für einen SAP-Kunden ist. Jetzt schauen wir uns diese NIS-2-Direktive an, ja, und sagen, okay, es gibt hier diese NIS-2, ich habe hier auch den entsprechenden Links, die Präsentation gibt es später dann auch, kann man sich genau nachlesen, was das bedeutet. Im nächsten Schritt bereitet hier die Europäische Kommission auch den Cyber Resilience Act vor, der dann Ende nächsten Jahres in Ländergesetz gegossen sein wird. Und hierin wird dann definiert, welche Branchen entsprechend kritische Infrastrukturen darstellen und was dann unternommen werden soll, um eben den Sicherheitsstandard dahingehend anzuheben, dass man eben resilient wird für Cyberattacken. Das ist die übergeordnete Idee. Wir haben in diesem Kontext die Common Criteria EAL 4 Plus BSI, also EAL 4 Plus Zertifizierung, die auch BSI zertifiziert ist. Die ist gültig bis 2026. Das heißt, wir als SUSE haben eine evaluierte Supply Chain Security. Das bedeutet, dass also das Unternehmen zertifiziert ist, dass der Produktionsprozess für die Software zertifiziert ist und dass die Software selbst gehärtet werden kann. Das ist Supply Chain Security sozusagen. Ja. Und das ist da würde ich gerne kurz einhaken, Fred, ja, und Werbung für einen anderen Webcast machen, den wir im Sommer, glaube ich, hatten, mit deinem Kollegen Knut Trepke. Da geht es nämlich genau darum, wird genau erklärt, was ist eigentlich Common Criteria EAL 4 Plus, was gibt es sonst für Zertifizierungen, wie muss man die einschätzen, was sind die Unterschiede und so, da wird das im Detail erklärt. Kann ich nur empfehlen. Okay, genau. Knut Trepke, genau, hat dann einen Vortrag auch dann im Kontext zu NIS-2 und so weiter, genau. Vielen Dank für den Hinweis. So, und jetzt geht es im Endeffekt darum, okay, jetzt wissen wir, jetzt gibt es das, jetzt gibt es diese NIS-2, es gibt jetzt auch Zertifizierungen und auch das BSI sagt, okay, hier habt ihr die Freigabe, hier habt ihr die Zertifizierung. Dann ist es aber trotzdem wichtig, wenn ich dann als Unternehmen sage, okay, ich möchte das einführen, nochmal auf den Hersteller zugehen und sagen, mir ist dieser Punkt wichtig, dieser Punkt und unbedingt diesen Punkt. Bitte dann auf den jeweiligen Hersteller zugehen und das dann nochmal direkt erfragen, um das einfach dann sicher zu machen, dass dieser Punkt dann auch erfüllt ist und gewährleistet werden kann. Ja? Aber wie gehe ich jetzt sozusagen vor? Jetzt habe ich, sage ich mal, 3 Schritte. Jetzt gibt es einen Hardening Guide gemäß STIX-Standard. STIX-Standard ist also der härteste amerikanische Härtungsstandard. Den kann man dann technisch gesprochen mit einem Ansible-Skript oder einem Shell-Skript entsprechend ausrollen. Der zweite Schritt ist, dass man das Thema der SBOM sicherstellt, also Software Bill of Material. Das bedeutet, SUSE liefert Definition Files für Softwarepakete. Das heißt, es dürfen nur diese Softwarepakete executed werden, die dieses Definitionsfile an sich tragen. Ja? Damit stelle ich sicher, dass eben nur der Code ausgeführt wird, der eben Teil der SUSE-Plattform ist. Und der dritte Schritt ist dann der SUSE Manager oder auch YAST. Hierüber kann ich dann die Härtungsautomation oder die Härtung automatisieren. Und OpenSCAP gibt mir dann die Möglichkeit, die Plattform zu scannen. Also ich habe jetzt gehärtet, jetzt scanne ich aber, jetzt überprüfe ich das und dann kriege ich
hinten raus einen Compliance Report. Und ich zeige das ganz kurz, wie das aussieht. Das heißt, ich kann jetzt praktisch einen Härtungsguide hernehmen. Da kann ich dann diese ganzen Parametrisierungen mir anschauen. Was möchte ich erreichen? Möchte ich also was Zero Trust Architecture haben oder sage ich, ja, mir reicht es eigentlich, wenn ich einen gewissen Bereich absichere, kann ich dann eben selber entscheiden, wie ich das machen möchte, also mit dem SUSE Hardening Guide. Dann der nächste Schritt ist, ich habe jetzt gehärtet, jetzt gehe ich in den SUSE Manager hinein und kann hier sozusagen die Plattform abscannen und, oder gewisse Plattformbereiche und kann dann im letzten Schritt, sehe ich jetzt hier Compliance und Scoring, wird mir jetzt genau angezeigt, okay, dieser Bereich ist grün, dieser Bereich ist rot, hier gibt es gewisse Bereiche, die sind noch nicht in Ordnung und dann kann ich hier unten genau die jeweiligen, ist es dann runtergebrochen, dann auf wieder die einzelnen Teilbereiche, kann ich wieder abprüfen, ist es okay, dass es diesen Zustand hat oder nicht. Aber ich kann hierüber agieren und kann jetzt an diesen einzelnen Bereichen arbeiten, nachhärten, jetzt in diesem Fall, ja, da ist zu viel rot und kann im Endeffekt alles auf komplett grün bringen und habe dann zum Schluss auch eine Executive Summary, die ich generieren kann dann über dieses OpenSCAP, um dann auch den Status meiner Plattform aufzeigen zu können. Eine Frage dazu, Fred. Also das würde ich dann praktisch, wenn jetzt ein Audit stattfindet, wie auch immer, entweder gesetzlich oder von einem Exakt, genau, Betriebsprüfer, könnte ich da auf den Knopf drücken und sagen, hier, gib mir den Compliance-Status aus und dann würde ich das demonstrieren. Exakt. Und dann kann ich das genau, dann kann ich das damit genau darlegen und sagen, hier, das ist der Zustand unserer Plattform. Exakt. Das geht mir so sollte es natürlich nicht aussehen. Nee, so sollte es nicht aussehen. Das ist korrekt. Aber ich weiß dann wenigstens, wo ich nacharbeiten muss. Ne? Exakt. Ich wollte es, genau, wenn alles grün ist, dann wäre es langweilig. Also ich wollte es ein bisschen spannend haben. Aber so sieht man jetzt ganz genau, okay, so sollte es nicht aussehen. Ja? Und ich weiß aber jetzt ganz genau, wo ich nacharbeiten muss. Ne? Das wird mir dann genau aufgezeigt. So, und wie sieht dann jetzt stark vereinfacht so eine Architektur aus? Ich habe praktisch hier auf der linken Seite in jeder SAP-Landschaft SAP S/4HANA Application Server. Ich habe den SAP S/4HANA Datenbank Server. Hier grün dargestellt habe ich jetzt die Linux-Plattform, SUSE Linux Enterprise Server für SAP mit Live-Patching. Ja, das habe ich sowohl auf der Application-Server-Seite als auch auf der Datenbank-Server-Seite. Darüber habe ich jetzt diesen SUSE Manager. Das war jetzt gerade dieses OpenSCAP, ja, diese Auditierbarkeit, die ich da gerade gesehen habe. Der SUSE Manager hat praktisch über die Funktion Audit, kann er die ganzen Vulnerabilitäten im Überblick halten und kann eben über OpenSCAP dann genau diese Reports fahren, den ich gerade aufgezeigt habe. So, und das bedeutet jetzt im Konkreten, genau, das Ganze natürlich auf Azure und das Ganze unter Einsatz von Confidential Computing. Ja. Unter Azure habe ich auch vorgehärtete Images. Das bringt natürlich den Mehrwert, dass ich dann sofort schon mal auf einer gehärteten Plattform starten kann. Ich kann das dann noch nachjustieren beispielsweise über den SUSE Manager, wie gerade gezeigt. Ja. Und mit Confidential Computing habe ich dann eben auch noch diese weitere Verschlüsselungsmechanismen, wie es der Christian vorher dargestellt hat. So, genau. Und jetzt kommt's. Jetzt kann ich nämlich, was ist jetzt alles eingebaut sozusagen in den Grünen? Ja? Wir haben einmal das Thema Live-Patching drin. Das bedeutet, wir sind jetzt im laufenden Betrieb der SAP-Landschaft. Ja? Und jetzt kommt eine Vulnerabilität und wir müssen die schließen. Ja? Wir haben jetzt die Möglichkeit, die Subsysteme runterzufahren, patchen alles, fahren sie wieder hoch. Oder wir können das im laufenden Betrieb machen. Wir können sehr schnell auf Vulnerabilitäten reagieren. Ja? Da hilft mir wieder der SUSE Manager, das Ganze nämlich im Überblick. Ja? Das heißt, wir können dann praktisch im laufenden Betrieb die Vulnerabilität schließen, ohne Downtime. Der nächste Schritt ist, wir haben auch Disk Remote Encryption. Das heißt, wir können die Verschlüsselung der HANA-Daten auf der Platte machen mit Linux-Mitteln. Und ganz wichtig aber hier, und das ist wirklich ein Meilenstein, ist eben das Thema Intel Confidential Computing. Ja.
dass wir eben auch ein revisionssichere Audit darüber fahren können, wo liegen denn die Daten, ja? Für Datensicherheit. Das ist natürlich auch ein ganz entscheidender Punkt. Das heißt, hier arbeiten wir eben mit Intel sehr eng zusammen. Das verstärkt das Thema Sicherheit. Dann die Härtung der Linux-Plattform. Wir können für die HANA-Datenbank auch noch eine Firewall aufbauen. Und wie vorher schon erwähnt, das Ganze können wir starten auf Azure eben mit einem vorkonfigurierten, gehärteten Image. Fred, ich wäre dir dankbar, wenn du langsam zum Ende kommen könntest, damit Frederik auch noch Zeit für seinen Vortrag hat. Genau, und das Ganze basiert eben auf der Common Criteria EAL4+ Zertifizierung. Und wenn ich eben sage, okay, ich schaue mir mal den SUSE Manager an und die SUSE Linux for Sub-Plattform mit dem Live-Patching, dann habe ich die Technologie dafür, um dieses Bild sozusagen abzubilden und die Funktionen zu erlangen, die ich eben brauche für die Sicherheit des SAP Data Centers. Das war's schon. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und gebe über zu Frederik. Genau, dann machen wir einfach nahtlos weiter, Frederik. Ich würde dich bitten, deine Präsentation zu halten, damit wir auch mit der Zeit noch zu Rande kommen. Natürlich, vielen Dank, Thomas. Ja, jetzt haben wir schon viel gehört und wir haben ja heute auch gesagt, die 3 Ebenen modernster IT-Sicherheit. Also wir haben jetzt so ein bisschen gesehen, von der Infrastruktur kommend, wie ich mich dort schützen kann, vom OS-Level her mit SUSE, wie ich mich schützen kann, um eben all diesen Anforderungen gerecht zu werden. Und jetzt würde ich nochmal eingehen auf das ganze Thema, wie kann ich das in der ganzen SAP-Logik, in der Applikationsschicht oben drüber nochmal absichern. Denn ich habe ja nicht nur die Themen, dass meine Infrastruktur angegriffen wird, sondern wir haben ja auch einfach die Themen, dass die Systeme an sich angegriffen werden, auch inhaltlich. Und da habe ich mal so ein paar Themen hier mitgebracht, die so in letzter Zeit immer mal wieder in der Presse waren. Natürlich möchte nicht jeder Kunde darüber sprechen. Die Kunden, die es betroffen hat, möchten natürlich auch jetzt hier nicht namentlich genannt werden. Aber es gibt den einen oder anderen Kunden auch in Deutschland, der natürlich hier über seine SAP-Systeme angegriffen worden ist, über verschiedene Wege und Möglichkeiten, die es natürlich immer gibt. Und deswegen geht es hier einfach nochmal darum, wie kann man sich dagegen schützen und dass das eben nicht nur eine wilde Idee ist, sondern es wirklich Realität ist, hat man auch das eine oder andere Mal schon in der Presse gehört, ja, und das wird ja über verschiedenste Möglichkeiten attackiert mit gefälschten Rechnungen, mit dieser CIO-Variante. Also wirklich ziemlich ausgefuchste Strategien hier der Hacker, die da eingesetzt werden oder ganzer krimineller Banden und Organisationen, die ja teilweise auch dahinter stecken und hier natürlich entsprechend die SAP-Systeme auch gerne in Geiselhaft nehmen. Und was kann man jetzt dagegen tun? Was kann man dagegen tun? Wir haben da einfach auch nochmal mehrere Möglichkeiten der Verteidigung eingezogen, einfach damit man sich schützen kann. Ich glaube, das Thema Defender für End-Users oder Endpoints kennt fast jeder, also Windows schon lange implementiert, natürlich auch für andere entsprechende Betriebssysteme verfügbar hier, so dass ich einmal meine User an sich mit ihren Endgeräten schützen kann. Ich habe natürlich das gleiche Thema nochmal in der Cloud. Wie schütze ich meine Server? Also gerade auch hier natürlich in den SUSE Linux mit einem Microsoft Defender obendrauf für die SAP-Applikations- und Datenbankserver, natürlich auch für alle anderen Systeme drumherum. Also da bitte auch Print-Server und dergleichen nicht vergessen. Das sind immer wieder so Einfallstore, Subrouter und so weiter, die hier gerne attackiert werden. Also das ist alles aber dann eben auf diesem Layer. Ich schütze eben die Betriebssysteminstanz durch verschiedene Möglichkeiten mit den Applikationen da drauf. Und ich habe nochmal das Thema Microsoft Sentinel und hier dann insbesondere auch Microsoft Sentinel for SAP, was wir entsprechend mit der SAP uns haben auch zertifizieren lassen von der SAP für den Einsatz mit SAP-Systemen. Und das Ganze wirkt darauf hinaus, dass wir da in der Applikationsschicht natürlich entsprechend auch die Informationen erhalten aus den SAP-Systemen, um dann eben zu schauen, welche User haben welche Rechte, wo greifen die aus welchen Ländern, mit welchen IP-Adressen, um hier einfach auch entsprechende Anomalien schon festzustellen, dass ein User, der sich jetzt plötzlich nicht nur aus Deutschland, sondern irgendwo auch aus Afrika einwählt oder dergleichen, dass da irgendwas nicht stimmen kann, ja, und ich im Zweifelsfall vielleicht diesen User-Account auch erstmal blocke, um zu klären, was da eigentlich los ist
woher diese Zugriffe kommen, aber natürlich auch im ganzen Ablauf der Prozesse, sei es jetzt über irgendwelche Schnittstellen, Dateien, die eingespielt werden und dergleichen, dass ich darauf achte oder eben auch Aktivitäten, die es nicht geben sollte, ja, dass andere Server mit dem Datenbankserver sprechen, außer den Applikationsservern, also auch solche Sachen aufdecke und dort ganz, ganz schnell finde, dass was nicht passen kann. Und daher ist die entsprechende Logik von uns hinterlegt. Da haben wir natürlich entsprechende Experten im eigenen Haus. Wir schützen natürlich unser SAP-System als Microsoft genauso wie die unserer Kunden. Und so ist das Ganze auch entstanden, indem eben Sentinel bei vielen Kunden schon im Einsatz ist, einfach auf Betriebssystemebene und für die eine oder andere Microsoft-Applikation. Und dann ist eben unser Team hier in der Entwicklung weitergegangen, gemeinsam mit SAP, und hat es entsprechend ausgebaut, dass man eben da entsprechend diesen Schutz übergreifend hat. Und gerade dieses, ich hatte es gerade schon, Anomaliedetektion ist natürlich das größte Thema hier drin. Ich meine, die KI ist natürlich, oder Artificial Intelligence ist in aller Munde. Natürlich sind hier entsprechende Mechanismen eingebaut, die das natürlich mitnutzen, die hier natürlich feststellen, dass irgendwas nicht stimmen kann oder irgendwas vom Standard abweicht, den man vorher mal hatte. Wir sehen es ja auch, sensitive Business-Transaktionen, die plötzlich von einem User ausgeführt werden, die der vorher noch nie ausgeführt hat. Ja, darf er das? Ist das vorgesehen? Hat er sich irgendwie die Rechte erschlichen? Sind die ihm von irgendjemandem zugeteilt worden? Also auch solche Themen, ja, um dann eben relativ schnell reagieren zu können. Und den Service selber sehen wir jetzt auch vermehrt im Einsatz als Managed Service. Also es gibt schon die ersten Partner auch in Deutschland, die sozusagen diese ganzen Meldungen konsolidieren und dann eben das weitergeben, was wirklich auch entsprechend wichtig ist, wo man sofort agieren muss, weil natürlich auch, kann man sich jetzt auch vorstellen, eine Menge Meldungen kommen. Und dazu habe ich mal so ein kleines Beispiel mitgebracht, ja, jetzt hier mit einem Screenshot, dass man auch mal so ein bisschen sehen kann. Ich habe da eben wirklich so ein Dashboard, sehe dann auch schon, wie hoch die Priorität ist, was da so passiert, sehe, dass sich da besondere User eingeloggt haben, die über bestimmte Rechte verfügen, die sehr sensitiv sind. Ich sehe, dass da Audits abgeschaltet worden sind, dass Audit Policies verändert worden sind, was ja üblicherweise auch auf etwas hinweist im System, dass da irgendwer schon vielleicht Dinge tut, die er nicht tun sollte. Ja, Security Audit abgeschaltet. Kann natürlich ganz absichtlich sein, kann aber eben auch sein, dass das schon die ersten Anzeichen sind, dass sich jemand am System zu schaffen macht. Und deswegen ganz wichtig, dass sowas alarmiert wird. Und wie gesagt, da gibt es dann entsprechend ein Dashboard für. Man kann auch entsprechende Trigger dort, entsprechende Actions auslösen, was dann passiert. Man kann natürlich hier auch vorfiltern, weil vielleicht gibt es das ein oder andere, was ganz normal ist, ja, dass das passiert im System. All das haben wir hier natürlich entsprechend vorbereitet und geben das unseren Kunden auch an die Hand, eben als Baukastensystem, sodass man da selber auch drauf einwirken kann und natürlich lernt das System auch mit der Zeit, was ist jetzt, man sieht hier ganz unten die letzte Zeile, zum Beispiel Login vom Unexpected Network. Solche Themen gehen natürlich mit der Zeit dann auch weg, wenn man eben gesagt hat, dieses Netzwerk ist erlaubt oder ich habe halt ein Warehouse in Haiti oder sonst wo auf der Welt, auf den Philippinen, ist ja so ein Standard bei vielen großen Unternehmen, dass dann einfach von da aus Zugriffe stattfinden, ja, und das eben nicht unexpected ist oder was wir jetzt eben auch immer mehr sehen mit der ein oder anderen neuen SD-WAN-Lösung, dass eben auch Zugriffe über Starlink passieren, ja, an Standorten, wo eben sonst keine sichere oder stabile Verbindung existiert. Und all diese Netzwerke kann ich dann eben selber manuell hinzufügen oder das System lernt halt über die Zeit auch, dass diese Zugriffe praktisch in Anführungsstrichen normal sind und man kann dann entsprechend einstellen, dass die nicht mehr alarmiert werden. Wir selber nutzen das, wie gesagt, auch, also auch in unseren eigenen Umgebungen, die wir für Demos hernehmen, nutzen wir es auch, um einfach da auch nochmal ein Auge drauf zu werfen. Also es macht einfach Sinn, gerade vielleicht auch bei Entwicklungssystemen, wo vielleicht Produktionsdaten drin sind, die nicht alle eben anonymisiert worden sind oder dergleichen oder eben aus bestimmten Gründen sehr dicht an der Produktion liegen müssen vom Datenstand, auch immer sinnvoll mit anzuschalten und da wirklich die Systeme zu überwachen. Also selbst wenn die nicht produktiv als solches genutzt werden, wenn da aber Daten entsprechend drin sind, die entsprechend sensitiv sind, die eben auch zu beschützen. Das Ganze ist relativ leicht zu nutzen. Da haben wir es den Kunden über mehrere Möglichkeiten hier einfach die verschiedenen Optionen an die Hand gegeben. Ich kann das Ganze on-premise betreiben, also es ist ein kleiner Docker-Container, wirklich einfach zu deployen. Ich kann mir den on-premise ausrollen, ich kann mir den in der Cloud ausrollen, ich kann den auf meinem Kubernetes-Cluster ausrollen. Also was immer ich als Kunde einsetze, wo ich das gerne möchte, das ist also ein kleiner Data-Connector, der ist auch wirklich nicht groß. Der bildet dann die Schnittstelle ins SAP, das kann man
entsprechend per Transport verteilen. Das haben wir gerade für das Thema Surprise gemacht. Also das Ganze ist auch zertifiziert von SAP für den Einsatz mit Surprise-Systemen. Einfach deswegen, dass die Kunden hier die Sicherheit haben, dass das von der SAP mit auch in diesem Konstrukt unterstützt wird, wo die SAP eigentlich den Betrieb führt. Aber auch hier kann ich natürlich alles überwachen, kann es per Transport ausrollen oder eben auch über die Möglichkeit, wenn man es selber nutzen möchte und man nutzt jetzt den Weg über den Transport nicht oder möchte das aus bestimmten Gründen nicht machen, eben die direkte Implementierung. Also auch das ist möglich hier. Es gibt beide Wege, die beiden werden supported offiziell und unterstützt und werden von unseren Kunden entsprechend auch eingesetzt. Und das ist wirklich relativ schnell ausgerollt. Wie gesagt, auch nur die Cloud-Plattform on-premise, also egal wo die Systeme sind, solange eine Netzwerkverbindung besteht, kann ich sie anbinden und kann dann eben einfach nochmal diese Schicht mitnutzen und habe nochmal eine zusätzliche Schicht zu dem, was ich im OS schon schütze, also im SUSE Linux hier, beziehungsweise vielleicht auch dann mit Confidential Compute gerade in der Zukunft dann im Bereich SAP hier schon an Funktionen aus der Infrastruktur her habe. Und ja, das sind so die wichtigsten Themen aus meiner Perspektive. Und damit würde ich wieder zurück zu dir geben, Thomas, damit wir noch ja, herzlichen Dank, Frederik, für diesen Schnelldurchlauf. Das ist perfekt in der Zeit. Wir haben noch 5 Minuten für die Fragen. Ich wüsste gerne von dir, Frederik, dieses Sentinel, auf einer Folie war auch das Thema SOC, also Security Operations Center drauf oder auch Managed Services wie MDR. Kann ich das integrieren? Also kann ich das über ein SIEM zum Beispiel abfragen oder ist das immer ein separates Tool? Also wir haben natürlich Integrationen. Generell kann Sentinel auch selber als SIEM agieren. Ja, also es gibt natürlich auch andere Marktbegleiter am Markt, mit denen ich das integrieren kann. Oder man nimmt es eben aus einer Hand. Ist natürlich auch immer so ein Thema der Risikoabschätzung, weil man sollte ja immer so mehrere Defense-Lines haben. Wir haben es ja heute schon mehrere Levels. Deswegen macht es vielleicht auch Sinn, mehrere Lösungen hier zusammenzuschalten. Und das ist das Schöne an Sentinel. Ich kann das out of the box als eine Lösung nehmen oder eben integriert in andere Lösungen nutzen. Jetzt verstehen wir dich nicht mehr. Oh, okay. Ich höre euch super. Das freut mich. Jetzt hören wir dich auch wieder. Okay, wunderbar. Ich kann jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Managed Service Provider bin, der ein MDR anbietet oder ich habe ein eigenes SOC, dann könnte ich das auch integrieren. Genau. Also das sehen wir auch schon vermehrt von Partnern, dass sie das tun. Ja, okay. Microsoft hat ja in der letzten Zeit sehr viel in Security investiert. Habt ihr das alles zugekauft oder selber entwickelt oder ist das eine Mischung aus beidem? Also hier ist ganz klar der Fokus auf Eigenentwicklung bisher gewesen. Wir haben dort ja ein Technology Center in Israel beheimatet, wo natürlich die entsprechenden Experten, ich glaube, der eine oder andere kennt es auch in der IT-Security, es sind dann meist wirklich die Experten in Israel, die damit eingebunden sind, weltweit und auch zu Rate gezogen werden, was wir mit eigenen Kolleginnen und Kollegen hier entwickelt haben. Aber es sind natürlich auch Produkte anderer Zukäufe mit drin. Aber ganz klar Fokus hier Microsoft-Lösungen und Microsoft-Entwicklung. Danke. Also auch nochmal den Hinweis an Sie, liebe Zuschauer, Sie können uns natürlich jetzt oder den Referenten jetzt auch noch Fragen stellen. Wir haben noch 3 Minuten, also nutzen Sie die Gelegenheit. Wenn Sie nicht vielleicht ganz so spezifisch sind, also wie gesagt, Sie bekommen natürlich im Nachhinein auf solche spezifischen Antworten Fragen wie die nach Dora auch nochmal eine richtige Antwort. Nur muss Christian dann nochmal recherchieren, wie sich es dazu verhält. Christian, du hattest vorher schon mal erwähnt, dass Confidential Computing auch on-premises zur Verfügung gestellt werden wird. Wie ist da der Zeitplan? Also der Zeitplan ist tatsächlich das ist, glaube ich, jetzt auch kein Geheimnis, dass am Donnerstag der Emerald Rapids Launch sein wird. Das heißt, mit Emerald Rapids wird Confidential Computing auch on-premise zur Verfügung stehen. Vorher ist halt TDX, also wir reden jetzt über TDX, weil vorhin schon gesagt, SGX ist schon länger verfügbar. Aber die TDX-Version, die Referenz vorhin auf die Cloud, das sind Sapphire Rapids CPUs, also 4. Generation. Und die hat die TDX-Version nur in den CSP-Deployments, weil das ist da, wo es im Moment einfach am wichtigsten ist. Und wie gesagt, mit dem Emerald Rapids-System, wir erwarten ihn mal so in Q1 in der Verfügbarkeit über die OEMs, kann man TDX eben auch on-premise im eigenen Datacenter benutzen. Okay, also wird nächstes Jahr dann kommen, heißt das. Genau. Ja, gut. Fred, was plant SUSE, um noch mehr Sicherheit einzubauen in eure Produkte?
Ja gut, wir erstens mal beobachten weiterhin die Gesetzgebungen, ja, die hier sich weiterentwickeln auch. Das ist ja das eine auf der einen Seite, was man im Blick haben muss. Das zweite ist, dass wir auch prüfen, inwieweit Artificial Intelligence uns helfen kann, aufgenommen zu werden und integriert zu werden in Security-Komponenten. Aber da sind wir noch in der Prüfung. Das ist noch nicht abgeschlossen. Der dritte Punkt ist dass aber ein Fokusthema bei SUSE ganz klar das Thema Security ist, einmal im Hinblick auf Linux und einmal im Hinblick auf Containerisierung, sodass das als Firmenschwerpunkt betrachtet wird, sich um das Thema Sicherheit zu kümmern und da auf jeden Fall noch weitere Sachen kommen werden. Ja, das merkt man auch hier an unseren Sendungen. Also wie gesagt, wir hatten im Sommer die Sendung mit dem Kollegen Knut. Wir haben im kommenden Jahr im Februar nochmal eine Sendung mit Kollegen, wo es um Container Security, Kubernetes Security gehen wird. Also SUSE engagiert sich ähnlich wie Microsoft, wo das Thema Security ja mittlerweile auch einen sehr großen Part einnimmt, auch bei SUSE einen immer größeren Part ein. Genau. Wenn keine weiteren Fragen aus dem Publikum kommen, dann möchte ich die Sendung hiermit beschließen. Ich denke, wir haben einen tollen Überblick bekommen über alle Ebenen der Security, von der Hardware bis in die Cloud, bis zur Anwendung, bis zum Schutz vor, ja, was ich auch anfangs gesagt hatte, Phishing und Social Engineering und solchen Gefahren. Also auf allen Ebenen muss geschützt werden, auch aus rechtlichen Gründen natürlich, die immer strenger werden, auch zu Recht, weil wir ja gesehen haben, gerade in letzter Zeit, dass viele Angriffe dann auch ganze Gemeinden, Gemeindeverwaltungen, Stadtverwaltungen, Krankenhäuser lahmlegen. Eine Ölpipeline wurde lahmgelegt. Also das betrifft dann natürlich auch die gesamte Gesellschaft. Herzlichen Dank nochmal an die Referenten für die interessanten Beiträge und an Sie, liebe Zuschauer, fürs Dabeisein. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Machen Sie es gut. Wiedersehen.